So, wir sind jetzt hier wieder unterwegs gerade aktuell mit der ganzen Bande und wir gucken uns heute hier eine Funk- und Relaisstation an. Wir waren jetzt gerade schon in einem größeren Objekt davon und hier sind halt diverse Gebäude. Wir haben es gerade schon gesehen, so ein Camouflage hier an der Seite, aber wir wissen jetzt auch erstmal aktuell nicht, was das jetzt hier für Gebäude sind. Hast du eine Idee, Pascal? Ja. Also irgendwas ist in der Mitte noch. Alter Dienstturm, dass da ein alter Turm drauf gestanden hat, ein Flugturm. Kann durchaus sein. Nochmal eben kurz zum Hintergrund. Zu Anfang hatte Christoph auch gesagt, dass hier irgendwas mit Reststrahlung oder sowas wäre. Aber wir konnten uns jetzt nicht erklären, in welchem Zusammenhang das hier sein soll bei so einer Funk- und Relaisstation. Jetzt müssen wir hier mal eben kurz reingehen. Aber dann ergibt das hier natürlich Sinn. Physiklabor, Röntgenraum, Röntgenfeinstruktur, Analysatoren. Gott, kann ich nicht mal lesen hier. Rechts, Entschuldigung. Eigentlich sind alle offen. Alter! Boah. Ja. Wow. Ja, ist jetzt Lagerraum von irgendwas Sachen, ne? Krass. Riesige Tore, ey. Wie die hier gesichert sind, ne? Ja, die Tore, die sind schon faszinierend hier, ne? Geil, ne? Das System hier. Dann guck dir mal die Leute da oben an, die da oben reinballern. Gut, was dann hier wohl drin gewesen ist. Stefan, weißt du das? Was die hier wohl drin gelagert hatten früher? Ich würde sagen Maschinenhallen. Mhm. Auto, Fahrzeughallen. Ja, die waren ja ständig betrieben, ne, Regenwasserdaten. Ja. Dann bin ich wie bei Walking Dead. Ja. Jetzt erst die Hand. Deine Sperre hält nicht. Auf dem abgelegenen Wetzstein bei Lehesten arbeitete ab Ende 1983 eine geheime Radarstation der NVA, tief verborgen im Thüringer Wald. Die Einheimischen flüsterten von einer Raketenbasis, doch nur große Rohre und ein Wachhäuschen ragten aus dem Boden. Tatsächlich überwachten rund 70 DDR-Soldaten rund um die Uhr den süddeutschen Luftraum. Von Nürnberg bis zur Grenze. Alles, was flog, wurde erfasst. Zivile Maschinen, Sportflieger und vor allem militärische Ziele der Bundeswehr oder der US-Armee. Die Technik war hochmodern, sowjetischer Bauart, die Daten gingen direkt nach Erfurt und weiter zum Gefechtsstand in Cottbus. Im Ernstfall hätte die Einheit 30 Tage völlig autark überleben können. Erst 1990 wurde das streng bewachte Gelände geöffnet, für viele das erste Mal, dass sie die verborgene Anlage mit eigenen Augen sahen. Nach der deutschen Einheit übernahm die Bundeswehr, doch bereits 1991 war Schluss. Heute erinnert nur noch das alte Wachhäuschen und die Bunker von damals an diesen stillen Außenposten des Kalten Krieges. So, jetzt gehen wir mal eben kurz auf die andere Seite. Da sind wir ja schon wieder mitten im Gestrüpp. Auf jeden Fall scheint das hier
sehr, sehr spannend zu sein. Aber ich muss euch ehrlich sagen, dass ich jetzt hier nicht gut vorbereitet bin, was die Informationslage anbelangt. Da müsste ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen schlauer machen. Die Jungs waren auf jeden Fall schon hier gewesen, haben sich das damals mal angeguckt. Also ein paar Sachen davon. Und wir stehen jetzt hier praktisch auch auf dem Bunker. Haben jetzt hier die Belüftungsvorrichtung. Das sieht auch schon sehr gewaltig aus. Uah. Oh, hier könnte man wahrscheinlich auch runter. Ich werde jetzt mal eben kurz die Taschenlampe hier aktivieren. Stefan war gerade hier an der Anlage. Der hat aber gesagt, er hat keinen Weg gefunden. Hier rein. Gut. Da unten scheint es aber auch zu sein. Dass man unten irgendwie durchkriechen könnte. Das sieht sehr verfüllt aus. Sieht sehr verfüllt aus. Auf der Seite auch. Ja? Da hinten könnte ein Eingang sein. Da unten? Ja. Ah, es ist aber richtig spannend hier, oder? Ja. Das gefällt mir schon sehr gut hier. Da ist eine Leiter noch zu erkennen. Mhm. Hier haben sie, guck mal, das haben sie ja auch irgendwie abgetrennt hier. Ja. Damit sie hier versuchen, darüber reinzukommen, aber das sieht so verfüllt aus, ne? Wahrscheinlich hier. Aber guck mal, da unten ist eine Leiter, ja. Da könnte natürlich ein Eingang sein. Da. Ja. Ja, wahrscheinlich. Schwierig. Du musst ja trotzdem erstmal den Weg. Genau, du müsstest erstmal den Weg da runter haben und dann. Du müsstest ein Seil jetzt dran machen. Ja. Ja, wir gucken erstmal so rum, ob wir, sage ich mal, Eingänge finden, die jetzt weniger spektakulär sind. Dass wir jetzt uns hier einen abkrebsen müssen. Aber die Anlage scheint sehr spannend zu sein. Wie gesagt, Funk- und Relaisstation von der NVA. Hier genutzt, grenznah. Und dann, ich hatte jetzt eben kurz gefragt bei Stefan bzw. Christoph, auch nach Grenzöffnung noch eine Zeit lang auch weiter genutzt. Aber ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wann das Objekt dann endgültig geschlossen wurde. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber die Informationslage, müsst ihr jetzt heute mal verzeihen, ist etwas dürftig. Wir werden das jetzt einfach vollkommen random erkunden und euch das zeigen, was wir jetzt vorfinden. Wenn der ein oder andere von euch diese Anlage kennt, beziehungsweise ähnliche Anlagen, dann gerne Informationen dazu in die Kommentare. Aber man kann ja auch auf jeden Fall noch mal vorbeifahren und sich mit mehr Informationen die Anlage noch mal angucken, um die beschreiben zu können. Spannend. So. Dann gucken wir mal. Das ist jetzt die Anlage, die Christoph und Stefan schon mal erkundet haben. Und jetzt können wir das hier erkennen. Da, wo wir gerade eben gewesen sind, das war ja auch nur rangeschoben. Da muss hier auch so ein Zugang gewesen sein. Und dann gucken wir jetzt hier mal rein. Da oben haben wir die Belüftung. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. So, dann mal rein in die gute Stube. So, das ist der Zugangsbereich. Dann könnt ihr ja erkennen, inwieweit das schon zugeschüttet wurde. Das ist auch schon wieder so ein komischer Geruch, ne? Ja. Hier wurde geprobt. Ja. Oh, das klingt aber nach Bunkertür. So, die haben sie wieder hingestellt. Eine von denen hat mal gelegen.
Ja, wieder so eine ganz massive Schleuse hier, ne? Boah. Krass. Filteranlage? Ja. Hier waren sie noch teilweise eingespannt. Da liegt sogar noch ein Filter. Ja. Da sieht man noch die Lamellen hier. Nö. Auf zu. Und lässt sich sogar noch bewegen. Aber ist das eine Anlage direkt von der NVA gewesen? Ja, ne? Oder ist das GSSD? Nee, es muss. Ja, ich sehe schon, hier hinten sind Haufen, ja, was ist das hier? Das sind so Abdeckungen, ne? Von diesen Schaltanlagen, ne? Aber das ist auch alles auf Deutsch, ist ja da nichts Kyrillisches, also es ist direkt NVA. Aufbereitung Soda, Aufbereitung Wasser. Ja, ich kriege da mal durch. So, da haben sie das hier wohl zwischengelagert. Das ist auf jeden Fall mal ganz interessant, das hier zu sehen. Von diesen Schaltschränken, Hauptabzugsventilation. Das sieht schon sehr interessant aus hier. Auch das hier. Aufbereitung Soda, Aufbereitung Wasserglas, Dosierbehälter. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Hier hinten ist noch irgend so eine Kiste. Sehr, sehr interessant hier. Das sind die RKDs mehr. Kleinkühlturm, Betrieb, Hauptschalter, Pumpe 1, Pumpe 2, Lüfter. Ein paar Sachen haben sie sich dann stibitzt, ne? Das Ding sieht aus wie ein Wärme- oder Wassertauscher, ne? Wärmetauscher. Ja. Aber das könnte ja auch ganz einfach für ja, das Heizsystem hier drin auch gewesen sein, ne? Aber Kleinkühlturm ist auch schon mal wieder eine interessante Bezeichnung, ne? Wie, was hast du denn hier? Schutz normal. Aha. Total simpel gemacht, einfach ein Riesenstiel. Oh, hier hast du auch noch echt einiges an Technik immer noch drin, ne? Haben sie nicht alles jetzt rausgeräumt? Kompressor da unten. Ui. Hier waren die ganzen Schaltpulte jetzt, wo sie gesessen haben. Aber was haben sie dann hier gemacht? Kannst du auch nicht wirklich sagen, ne? Schade, dass das ganze Inlay fehlt, ne? Von diesen.
Diese Rückwand hier hätte ich gerne gesehen. Ja, Hier wurde doch bestimmt irgendwas drauf projiziert und die Technik war dahinter verbaut. das kann sein, ja. Mit Sicherheit, ja. Wie so eine Art Leinwand oder Ja. ein großer Fernseher. Ja. Hier ist das alte Lagerbrett. Mhm. Wir haben es vorher gemacht. Ah, jo, das ist das, was hier auch so stinkt. Haben sie eine Matratze reingehauen hier? Boah, ey, warum man auf so eine Idee kommen kann, ne? Hier hat man praktisch einen kleinen Abstieg. Der Boden ist hier höher. Und die ganze, nee, stimmt gar nicht. Um die ganze Technik zu verstauen, aber das kann ja gar nicht sein. Dann hat hier der Commander gesessen. Ja, du hast hier so einen kleinen Abstieg, ne? Ja. Aber man kann jetzt nur mutmaßen, was jetzt hier eingebaut bzw. kontrolliert wurde. Aber wenn es ja zu der Radaranlage gehört, hat man ja hier irgendwelche Auswertungen, denke ich mal, vorgenommen. Aber da kenne ich mich auch zu wenig aus, um das jetzt hier im Einzelnen zu erklären. Damit muss ich mich noch mal näher mit beschäftigen. Aber hier werden Telefone installiert gewesen sein. Das war die Kommunikationszentrale. Mhm. Ja. Ja, die ganzen Wände waren verkleidet, ne? Boah. Ja, haben sie gut geräubert. Guck mal, was da für Stränge rauskommt. Jo. Das hat sich für die gelohnt hier, das Ding, die ganzen Kabel rauszuziehen. Die alten Ofen hier, ne? Die Harzofen. Hier haben wir noch so eine Tür, entweder, ich vermute mal, dass hier wahrscheinlich so eine Art Archiv vielleicht gewesen ist, mit wichtigen Dokumenten etc., was man hier in dem Bereich gelagert hat. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie eine Zelle war für irgendwas, für Personen zum Einsperren, das glaube ich nicht. Also hier sagte Stefan und Christoph, dass sie hier mal solche komischen Fotos geschossen haben oder mit der Kamera das irgendwie so sich darstellt, als ob da Schlieren auf dem Bildschirm sind. Und das ist nicht ganz klar, warum. Andere Einstellung, Kamera? DHS, ja. Waffendienst gegen den Feind. Ja, hier ist auf jeden Fall noch so ein das erkennt man ganz, ganz schwach. Ist hier noch ein Aufdruck zu sehen. Und das ist interessant, das ist kein Kupferkabel, ne? Das ist Alu. Ja.
So, wir sind jetzt hier eben noch mal so eine Rampe hochgelaufen. Hier können wir das noch mal erkennen mit den beiden. Wir gehen hier schwer davon aus, dass diese Radaranlage hier dann auch entsprechend gesichert wurde. Bei Bedrohung konnte man hier, so ist unsere Vermutung, eine Flugabwehr platzieren, die man dann hier hochgefahren hat, weil hier hinten sind auch entsprechend Stromanschlüsse. Die erkennt man jetzt hier noch. Und wir haben jetzt noch 2, 3 andere Bunker, die hier noch in der Nähe stehen sollen. Die können wir eben noch mal mit anlaufen. Mal gucken, ob wir da noch eine Möglichkeit haben, reinzukommen. Das wäre noch richtig cool. So, wir haben jetzt schon wieder das nächste Objekt gefunden hier. Ist die Frage halt, ob wir reinkommen irgendwie. Christoph ist schon mal oben. Also es sind hier, glaube ich, 5 bis 6 Bunker, die jetzt hier zu dieser Radarstation wohl gehören. Hier ist wieder für die Belüftung die Vorrichtung, aber auch schon auseinandergebaut. Es ist wieder die Frage, ob der Zugang halt irgendwie zu ist. Der eigentliche Zugang. So, der Kalle hat schon seinen Gefechtshelm auf hier. Er hat scheinbar einen Zugang gefunden. Und ist der groß genug, der Zugang? Ja, hier ist eine Fahrzeughalte runter. Warst du schon drin? Nö. Ich habe gewartet. Cool, ja, das meinte jetzt Christoph. Das sah ja dann genauso aus. Siehst du, hier haben sie es halt frei gemacht. Ja. Ja gut, da musste da hinten auch schon ganz schön ran. Aber wir haben auch gerade überlegt, Kalle, den einen Bunker da hinten hast auch genau an derselben Position so ein Schlitz. Ja. Wir haben gerade spekuliert, ob wir da was machen wollen, aber man sieht ja hier, wie viel erdreich noch ist. Guck, Christoph, das sieht ja jetzt genauso aus. Das ist ja dieselbe Position. Genau Ne? dieselbe Stelle. Ja. Genau das gleiche. Ja. Nur spiegelverkehrt. Ja, dann können wir es ja jetzt hier wagen. Haben ein bisschen mehr Luft, ohne zu graben. Ja. Drin sind wir. Ja. Was? Was haben sie denn hier drin gemacht? Haben so Das hast du hier in der Fahrzeughalle wahrgenommen. Da geht's ja weiter. mhm. Dass sie die jetzt einfach zugeschoben haben. Ja. Das war nicht richtig, aber. Ja, vor allem, wo kommt das Material jetzt her, was hier jetzt liegt? Ja. Ne? Ach so, guck mal, ja, stimmt, jetzt siehst du es auch. Es war ja eine komplett, Genau, das war wieder so komplett, eine ja, richtig, okay, von hier sieht man es. Ich dachte, das war jetzt wirklich nur eine kleine Öffnung. Dann wird das da hinten auch so was gewesen sein. Ja, Genau. Reden wir gepanzerte und ungepanzerte Fahrzeuge hier fahren. mhm. Ja. Ja. Wie gesagt, also jetzt wäre noch. Ja, Kannst ja mal hier hoch gucken. ich komme. Ja, 2 fette Fahrzeughallen, ne? Ja. Haben sie noch irgendein Fass mit reingestopft? Mhm. Die sind ganz schön lang. Das ist kein Bunker, das ist wieder so eine Fahrzeughalle. Ja, kann schon hinkommen, ja. Fahrzeughalle nebeneinander.
Okay, für die großen Raketen sind sie zu schmal. Ja. Ja, aber die sind ein bisschen schmaler jetzt wie die Hallen, wo wir vorhin gewesen sind. Ne? Dass hier zwei Fahrzeuge nebeneinander stellen konntest. Wer nicht? Ja. Der liegt ja auch alles voller Schlamm, wurde ja hier zugeschoben. Ja, was reingeregnet ist dann. Okay. Nicht schlecht. Fragezeichen, was jetzt aufwirft, ist halt der radioaktive Scheiß da, ne? Ja, Das müsste man dann eben noch nachforschen, aber sonst genau. haben wir da ja eigentlich relativ jetzt alles durch einmal. Ja gut, man müsste jetzt mal klären. Wir kommen jetzt hier zum Ende des Videos. Wie gesagt, wir sind ein bisschen unvorbereitet rangegangen. Wir hatten jetzt nur ein paar Rahmeninformationen, wollten uns jetzt ein bisschen selbstständig erkunden. Oh, guck mal, es fängt an zu regnen. Ja, haben wir gut Und ja, das mit der Radioaktivität, die hier geherrscht haben soll, ist scheinbar wirklich so. Das konnte man ja anhand dieses eines Objektes, für was das genau gedient hat, können wir jetzt auch nicht sagen. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen nachrecherchieren, noch mal ein paar Informationen suchen. Aber es war auf jeden Fall ganz interessant. Auch, dass wir jetzt in den einen Bunker noch mal reingekommen sind. Das sind jetzt größtenteils dann Fahrzeughallen gewesen. Bis auf den einen größeren Bunker, wo ja Schaltanlagen, Schaltpult und so weiter drin war. Das war auf jeden Fall ganz interessant. Und ja, wenn wir noch was an Informationen jetzt zu dieser Anlage finden, dann würden wir es hier in das Video einfach mit einbauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.